Du willst auch ein starker und berühmter Bill-Poster wie der hier im Hintergrund werden? Dann solltest du diesen Bill-Poster-Guide jetzt anschauen. Wie immer kurz bevor wir anfangen, meine Guides richten sich grundsätzlich eher an Free-to-Play-Spieler, das heißt, wir gehen standardmäßig davon aus, ihr benutzt keine Power-Ups, ihr habt kein High-Level-Ringmaster, ihr habt kein gutes Equipment, durchschnittliches Equipment bis eher schlechtes Equipment, gar kein Equipment, solche Sachen. Also wir gehen immer vom absoluten Minimum aus und nicht vom Maximum. Wichtiger Hinweis auf jeden Fall. Und ansonsten kann ich eigentlich nur sagen, ist Bill-Poster, 1v1 Bill-Poster eigentlich eine der leichtesten Klassen vom Aufbau her. Es gibt eigentlich nur eine Sache, die man beachten muss, die ein kleines bisschen spezieller ist vielleicht als bei anderen Klassen. Eigentlich aber auch nicht wirklich. Und ja, das gucken wir uns jetzt zusammen an. Viel Spaß, ich hoffe, ihr könnt was dabei lernen. Und falls ich irgendwas vergessen sollte, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und dann können wir das da nochmal weiter erörtern. Wie immer fangen wir damit an, dass wir bereits Bill-Poster sind. Also ich gehe davon aus, dass ihr bereits Level 60 seid und die Bill-Poster Job Change abgeschlossen habt oder zumindest Level 60 Assist seid. Das heißt, wir starten direkt als Bill-Poster. Wer noch was zu Assist wissen will, habe ich einen extra Assist-Guide hochgeladen, den werde ich auch nochmal verlinken. Also da am besten nochmal reinschauen. Ja, dann kommen wir auch schon zu den Stat-Punkten und es ist eigentlich ziemlich simpel. Nehmt euch das hier übrigens nicht als Vorbild. Meine BPs sind beide verstattet tatsächlich, aber da ich sie nicht wirklich aktiv spiele, korrigiere ich das aktuell nicht. Und in dem Fall ist es jetzt auch nicht so schlimm, es sind nur 50 Decks, das macht jetzt keinen gewaltigen Unterschied. Jedenfalls ist es so, ihr braucht diese 50 Decks nicht. Warum nicht? Als Bill-Poster, vor allem am Anfang, ist es euer Ziel, 100% Attack-Speed zu erreichen, weil das eigentlich der einzige Wert ist, der extrem wichtig ist, den ihr höchstwahrscheinlich nicht haben werdet. Einfach weil eure Assist-Buffs von eurem Supporter vermutlich noch nicht gut genug sind, um auf 100% Attack-Speed zu kommen. Das heißt, ihr wollt etwas mit Decks nachhelfen. Normalerweise hat man auch mit schlechteren Buffs mit 77 Decks 100% Attack Speed. Es kommt natürlich immer auf die genaue Konstellation an. Später hat man da sowieso gar keine Probleme mehr, wenn noch Gebora Tivret und außerdem wesentlich bessere Buffs vom Supporter, wenn der irgendwann auch mal Ringmaster wird, dazukommen. Aber grundsätzlich am Anfang ist so ein Zwischenwert, den man sich mal merken kann, 77 Decks beim Bill-Poster. Da hat man noch so einen kleinen Schub, was den Attack Speed angeht. Und das könnte man natürlich anpeilen. Das Problem ist, warum ihr aber kein Deck statten wollt, habe ich gerade schon gesagt. Ihr braucht es später absolut überhaupt nicht mehr. Und deswegen wollt ihr wirklich kein Deck statten, weil ihr wollt euch kein Restat kaufen. Wie gesagt, wir sind ja Free-to-Play. Wir wollen nicht ein paar hundert F-Coin, zig Millionen Penya wasten für etwas, das wir wirklich nur ein paar Level lang, wenn überhaupt, bräuchten. Das heißt, da solltet ihr wirklich nur STR statten und euch die Decks lieber über andere Wege holen. Welche das sind, wird im weiteren Verlauf des Guides hier besprochen, aber Stat-Punkte empfehle ich euch Full STR. Als nächstes kommen wir zu den für den BP wichtigen Skills, für den 1v1 BP wichtige Skills. Und das sind eigentlich kurz zusammengefasst, wenn man es ganz genau nimmt, eigentlich sogar nur ein Skill, und zwar Asmodeus oder Asmodeus, wie auch immer ihr es aussprechen wollt, ist mir persönlich ehrlich gesagt egal. Und zwar ist das ein Skill, der die Angriffsstärke durch das Verstärken der Knuckle-Fähigkeiten bringt. Knuckle-Angriffskraft auf Level 10 plus 250 sowie Blockdurchdringung plus 10%. Blockdurchdringung ist jetzt nicht der interessanteste beste Wert, aber ja, erhöht auch technisch einfach euren Schaden ein bisschen, euren durchschnittlichen. Und ja, das ist im Endeffekt Asmodeus, also ein Self-Buff, der relativ lange hält und den man einfach zwischendurch aktivieren muss. Dafür braucht man übrigens auch Poster, also Bill-Poster braucht auch diese Skill-Poster. Die könnt ihr euch zum Beispiel bei allgemein Louis kaufen. Also falls mein Skill nicht funktionieren sollte, da steht irgendwie, ihr benötigt ein Poster, wisst ihr müsst zum Allgemeinhändler gehen und euch Poster kaufen. Die sind auch extrem günstig, ihr könnt direkt 10.000 Stück ausrüsten und dann müsst ihr da erstmal sehr lange nicht mehr drüber nachdenken. Andere Skills, die man als 1v1-BP noch nutzen kann, sind einmal Stonehand von Bill-Poster. Damit hat man mit jedem Auto-Attack, auch mit jeder Skill-Nutzung, oder mit den meisten Skills sollte es zumindest funktionieren, dass ihr den Gegner stunnen könnt, also eine Betäubungswahrscheinlichkeit habt ihr damit. Ist halt für 1v1 jetzt nicht zwingend notwendig. Es ist sicherlich cool, wenn man sowieso struggelt mit irgendwie HP, Death etc. Dann kann das sicherlich nicht schlecht sein, aber es ist jetzt auf jeden Fall kein Must-Have, weil es euch grundsätzlich einfach nicht stärker macht. Ja. Also muss man einfach bedenken, es ist nicht schlecht, aber man braucht es nicht zwingend. Ansonsten, welche Skills noch ganz interessant sind, sind diese beiden hier. Brachial Esna, das ist ein Debuff, der sorgt dafür, dass der Gegner 10% mehr Schaden bekommt, zeitgleich aber auch der Angriff des Ziels steigt. Also der Gegner bekommt 10% mehr Schaden und selbst steigt seine Angriffskraft auch um 10%.
Also es ist so fast ein 1:1 Trade. Also ich meine, Angriffskraft und eingehender Schaden ist nicht genau das gleiche, das ist mir schon klar. Aber im Endeffekt tauscht man einfach, man macht mehr Schaden gegen man bekommt mehr Schaden. Muss man sich also immer darüber bewusst sein, dass der Gegner dann auch stärker wird. Aber es ist ein cooler Debuff eigentlich, der auch für die ganze Gruppe natürlich zählt. Also wenn ich jetzt einen Dungeon Run mache mit mehreren Leuten, dann zählt der Debuff natürlich für alle Leute. Hierbei ist aber immer wichtig, informiert euer Team darüber, fragt lieber nach, bevor ihr den Skill einfach benutzt, weil nicht, dass dann alle sterben und dann heißt es plötzlich, hey, ich habe gesehen, du hast den Skill gemacht, du hast uns alle umgebracht und dann sagt ihr, oh, ups, ja. Also, wenn man mit anderen Leuten spielt, sollte man es vielleicht vorher besprechen, ob das klar geht, beziehungsweise halt, dass man Bescheid sagt, okay, ich benutze diesen Skill. Bloodfest ist der andere Debuff, der sorgt dafür, dass das Angriffstempo und die Magiebeschleunigung des Ziels sinken. Ist in den meisten Fällen jetzt nicht so krass wie Baraknial Esna, also ich würde sagen, der andere Debuff ist einfach interessanter, weil er auch den Schaden erhöht. Angriffstempo -10, ja, kann in gewissen Situationen schon cool sein, allerdings auch die Basiszeit bei Bossen und Giants nur 10 Sekunden, was echt auch relativ kurz ist. Also da muss man sich überlegen, ob sich das so sehr lohnt. Aber es sind auf jeden Fall, wenn dann diese beiden Skills, die man noch zusätzlich benutzt, neben Asmodeus und Stonehand. Ja, dann kommen wir zum Cloak. Ich habe lustigerweise gar keinen auf meinem Build-Poster, weil ich ihn legit nur für Clockworks benutze aktuell und sonst eigentlich nicht wirklich was mit ihm mache. Deswegen ist es für mich nicht so wichtig, ob die jetzt einen Cloak hat oder nicht. Allerdings sind wir hier wieder beim Thema von vorhin, wegen Attack Speed, 77 Dex etc. Also im Low-Level, vor allem wenn ihr eben mit Attack Speed noch struggelt und diese 77 Dex zum Beispiel noch nicht erreicht habt, würde ich euch einen Cloak of Precision empfehlen. Der gibt 8 Dex. Wenn ihr den nicht mehr braucht, den Dex, Attack Speed, whatever, dann geht auch vollkommen klar, wenn ihr einen Cloak of Strength habt. Beim Pet ist es so, wenn ich mich nicht verrechnet habe und meine Stats, hoffe ich, lügen auch nicht. Also ich habe aktuell 70% Crit-Rate bei meinem BP und das, obwohl ich sogar FEC-Knuckle und FEC-Set trage. Gut, ich bin gerade nicht gebufft, keine Frage. Aber naja, ich habe auf jeden Fall zusätzliche Crit-Rate, die der normale Otto-Normalverbraucher-BP definitiv nicht hat. Außerdem habe ich sogar Dex gestattet und 20 Dex als Ringe. Also ich habe definitiv mehr Crit-Rate als ein Full SDR. BP gerade und komme gerade trotzdem mal auf 70%. Gebufft sind es dann 74 im Endeffekt. Also auch nicht sehr viel mehr. Und ja, das heißt, ein BP wird in der Regel wohl eher auf ein Crit-Rate-Pad zurückgreifen müssen. Einzige Ausnahme wäre natürlich, wenn man sich mit Power-Ups zupumpt, Crit-Rate Medizin, Crit-Rate Zuckerwatte, 20 Dex Potion und so weiter. Da kann man natürlich schon ein bisschen noch spielen, also kann man durchaus einiges rausholen, wodurch dann ein Crit-Damage-Pad durchaus besser ist. Aber im Normalfall wird es wahrscheinlich für die meisten Build-Poster auch aufgrund des Budgets, Crit-Rate-Pads sind grundsätzlich deutlich günstiger als Crit-Damage-Pads, eher auf ein Crit-Rate-Pad, vor allem im Low-Level, hinauslaufen. Als nächstes stehen unsere Equipment-Sets an. Hier ist Build-Poster sehr linear, sehr langweilig, sehr einfach und meine persönliche Empfehlung ist, bis unter Ruddy, upgrade euer Set maximal +6 mit S-Product Low, +5 reicht auch, falls ihr Power Dice Struggle habt, also nicht so viele Power Dice besitzt und nicht so viel Geld habt, um welche zu kaufen. +5 reicht auch, +5 solltet ihr aber schon haben, weil +5 ist relativ günstig und einfach zu machen. Power Dice kann man dafür selber droppen und die S-Product Low kann man sehr günstig, in der Regel so 5000 Penya, sowas in dem Dreh, von anderen Spielern kaufen. Kostet auch sehr wenige Materialien und Penya. Also sollte grundsätzlich nicht sehr schwierig sein. Wer ein bisschen mehr Geld hat, kann dann wie gesagt noch +6 machen, macht aber keinen riesigen Unterschied, also versteift euch da nicht sehr drauf. Und das würde ich machen bis unter Ruddys Set. Also ich finde bis Ruddy sicherlich +8 ist immer besser. Also es ist immer besser, ein höheres Upgrade zu haben, machen wir uns nichts vor. Aber das kostet halt natürlich auch einiges an Geld und das ist es dann letztlich irgendwie doch nicht wert, sich da, wie gesagt, zu sehr drauf zu stürzen. Außerdem würde ich euch auch empfehlen, nicht mehr als 3 Sockel zu machen mit Lightning 4% Karten. Allerdings Lightning 4% Karten sind ziemlich günstig. Allerdings 4 Sockel nicht. Also ich würde maximal 3 Sockel machen. Nach Möglichkeit kauft euer Equipment fertig geupgradet. Also kauft euch ein fertig geupgradetes Talent-Set. Das kann dann vielleicht auch mal +7 oder +8 sein. Wenn das nötige Geld, wie gesagt, vorhanden ist. Aber kauft euch auf jeden Fall das Equipment eher fertig, bevor ihr selber viel Geld reinsteckt. Aber +5, +6, das kann man ruhig selber machen. Lediglich Sockeln und so, das ist halt wieder ein bisschen schwieriger. 2 Sockel reichen aber für den Anfang auch durchaus vollkommen aus. Ja, und dann zu den Sets selber. Ich habe das gerade schon ein paar Mal erwähnt. Talins Set ist das Einsteiger-Set für Level 30. Es ist im Endeffekt das Gegenstück zum Comet-Set vom Mercenary. Gibt uns 10% Hitrate, 7% Crit-Rate, 10% Attack-Speed. Also das absolute Nonplusultra für 1v1 Assist, /Build-Poster auch noch bis einschließlich Level 74.
Dann auf Level 75 kommt unser Alex-Set, ein Oldschool-Set, das in Flive PC lustigerweise immer ein AOE-Set war. Jetzt plötzlich ein 1v1-Set mit 15% Hitrate, 15% Attack Speed und 15% Crit Chance, also wie wir es gerade schon gelesen haben. Eigentlich genau die gleichen Sets wie beim Thalin, logischerweise halt höher. Und wir haben natürlich auch viel mehr Def, also da wechselt man gerne aufs 75er Alex-Set. Das kann dann auch, wie gesagt, gerne ein bisschen besser geupgradet sein, wenn man genug Geld hat. Ansonsten auch hier plus 6 mit 3 Sockeln, Lightning 4% reicht theoretisch bis 105. Auf 105 wechselt man dann aufs Ruddy-Set. Hier haben wir 10% Attack Speed. Ne, 210%. Egal. Wir haben Attack Speed, Crit-Rate und Crit Damage. Ich finde das immer so verwirrend, dass das bei 2 von 4 und 4 von 4, aber ist egal. Jedenfalls haben wir hier nochmal deutlich geupgradete Stats und vor allem kommt Crit Damage neu dazu. Und ja, das ist natürlich das Nonplusultra, aus das ihr definitiv wechseln müsst. Hier dürfen die Upgrades dann auch gerne besser sein. Also hier wird man dann eigentlich schon, ja, 16% ATK so nicht schlecht, plus 8 wäre auch nicht schlecht. Also plus 8, 16% ist so dieser Standard ab 105, den man eigentlich schon haben will. Und ja, da solltet ihr schon drauf achten, dass es möglichst klappt. Wenn es am Anfang noch nicht so ist, passt auch. Aber langfristig wollt ihr euch auf jeden Fall ein Set kaufen, das eigentlich plus 8 mit 16% Minimum hat. Geht wie immer, auch besser, wenn das nötige Geld vorhanden ist. Das Rally-Set tragt ihr dann bis Level 135. Auf 135 wechselt ihr dann für das nochmal deutlich bessere Okist-Set. Ja, hat nochmal mehr Crit-Rate mit insgesamt 30%, 20% Attack Speed und 55 Crit-Damage. Außerdem kommen neu dazu 20 STR. Also ja, braucht man glaube ich keinem erklären, es ist einfach das bessere Set. Auch hier wieder plus 8, 16%, absolutes Minimum, das man eigentlich haben will. Hier geht es dann aber wirklich in die Richtung High-Level, Endgame. Also hier will man dann eigentlich schon früher oder später mal plus 10 und auch wenn möglich 28%. Muss nicht sofort sein, aber das sollte dann irgendwann das Endziel sein. Und theoretisch gibt es dann mit Level 150 noch das neue Set, Tigressa oder Tigrak Nas Set. Ja, das ist natürlich nochmal besser, nochmal 5% mehr Crit-Rate, 10% mehr Crit-Damage. Brauchen wir aber nicht drüber reden, momentan unbezahlbar. Also Okist Set kann man aktuell bis 160 tragen, machen auch die meisten, weil sie auf dieses neue Equipment noch überhaupt keinen Zugriff haben. Dann kommen wir zu den Nackeln und nochmal eine wichtige Information bezüglich des 100% Attack Speeds, Speed Breaks und diesen 77 Decks. Es ist schlichtweg so, ihr braucht tatsächlich euch über Decks eigentlich gar keine so großen Gedanken machen, weil ihr die 100% Attack Speed auch erreicht, wenn ihr einen G-Knuckle tragt. Also grundsätzlich, wenn ihr einen Full Supporter hinter euch habt und einen G-Knuckle, habt ihr Attack Speed mäßig keine Probleme. Es ist lediglich so, wenn ihr euch den G-Knuckle nicht leisten könnt, was wahrscheinlich auf viele von euch zutreffen wird. Deswegen die 77 Decks im Auge behalten. Weil wenn ihr zum Beispiel auf die Low-Budget Level 60er Variante, die übrigens gar nicht so schlecht ist, zurückgreift, Yakadine Knuckle, dann braucht ihr nämlich die 77 Decks. Es kommt halt wirklich darauf an, tragt ihr Guardian Knuckle, ja oder nein. Davon ist abhängig, was mit eurem Attack Speed passiert oder nicht. Für die meisten wird wahrscheinlich die Low-Budget-Variante etwas easier sein. Yakadine Knuckle findet man in der Regel für unter 1 Million Penya oder maximal 1 Million Penya. Gibt 5 STR, 20 Hitrate, hat ein bisschen weniger ATK als der Guardian Knuckle, aber ist ein grundsolider Knuckle auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, für viele Leute wahrscheinlich so die erste Wahl, wenn man halt dran denkt, dass man nicht so viel Geld hat. Und dann müsst ihr halt nur bedenken, okay, müsst euren Attack Speed kontrollieren, wie viel Attack Speed habt ihr mit dem Yakadine Knuckle und dann gegebenenfalls euer restliches Equipment darauf anpassen. Habe ich schon ein paar Anpassungen genannt und beim Schmuck kommt noch die letzte dazu. Ja, ansonsten, wie gesagt, natürlich Guardian Knuckle. Beim Guardian Knuckle ist natürlich schade, dass er nur Attack Speed bringt und HP-Rate. Allerdings hat er nochmal einen größeren Grund-ATK-Wert, der gleicht auf jeden Fall diese 5 STR vom Yakadine Knuckle locker aus. Und entsprechend habt ihr mit dem Guardian Knuckle grundsätzlich einen höheren DPS. Hitrate ist nicht ganz unwichtig, muss man dazu sagen. Also die Hitrate kann hier tatsächlich einen höheren DPS erzeugen, aber in der Regel wird der Guardian Knuckle trotzdem stärker sein. Preis-leistungsmäßig ist der Guardian Knuckle aber schwierig. Momentan sind Guardian-Waffen auch relativ teuer. Also ich persönlich würde momentan tatsächlich eher zu der Low-Budget-Variante vom Yakadine Knuckle greifen. Wenn ihr den Guardian Knuckle habt oder er nicht mehr so teuer ist, dann könnt ihr den auch nehmen. Ich meine, die 15% HP-Rate, not gonna lie, die sind auch ganz cool zum Giegen zum Beispiel und so. Also wenn ihr Giants bekämpfen wollt, hat der Guardian Knuckle schon auch seine Vorzüge. Also kommt halt hier und da drauf an, einfach wie viel Geld hat man zur Verfügung. Gönnt man sich den Luxus sozusagen oder bleibt man lieber Low Budget und mit dem Yakadine Knuckle fährt man absolut fein. Danach wird es extrem langweilig beim Knuckle, weil ihr habt absolut keine Besonderheiten. Level 75 Historic Knuckle, nächstes Upgrade.
Level 105, AG Knuckle oder AG Gloves. Nächstes Upgrade einfach besser immer. Dann Bloody Knuckle mit 120, nochmal deutlich besser. Upgrade. Und dann wird es schwierig, weil dann habt ihr tatsächlich 2 Knuckle mit 150, die beide extrem teuer sind. Sie haben so viele Beschreibungstexte, dass es gar nicht auf dem Bildschirm passt tatsächlich. Müssen wir runterscrollen. Das ist jetzt einmal der Fist of Tides. Der wurde jetzt durch das neueste Update umbenannt, durch den neuesten Patch. Da ist jetzt wieder Knuckle of Fairness, so wie er in Flive PC auch hieß. Ist aber egal, Fist of Tides oder Knuckle of Fairness, Wurst. Jedenfalls ist es einfach so, dass beide Waffen momentan extrem teuer sind. Wird sich zeitnah auch definitiv nicht ändern. Selbst wenn ihr den Guide in einem halben Jahr schaut, wird das wahrscheinlich immer noch so sein, dass die extrem teuer sind, diese Waffen. Also Bloody Knuckle absolut fein, damit kann man easy bis 160 spielen. Und ich würde erstmal nicht so viele Gedanken an diese beiden Waffen verschwenden. Also die andere ist Lucagas Crystal Knuckle, wie gesagt. Die nehmen sich nicht viel statmäßig. Und ich persönlich finde sie momentan ein bisschen viel zu teuer. Ein bisschen sehr viel zu teuer. Und also ich persönlich bin da kein großer Fan von diesen neuen Waffen, einfach weil sie so extrem teuer sind. Wenn man sie kaufen kann, wenn sie nicht mehr so teuer sind oder wenn man so viel Geld zur Verfügung hat, dass man sie sich kaufen und leisten kann, muss man lediglich darauf achten, dass die Stats hier besser sind. Ich weiß es jetzt tatsächlich gar nicht auswendig, aber genau, Bloody Knuckle hat zum Beispiel 30% Crit-Chance und 50 Crit-Damage und der Hernes Knuckle, wie ihr sehen könnt, der könnte sogar schlechter sein, rein von diesen beiden Werten her, als unser Bloody Knuckle. Also darauf müsste man halt achten, dass wenn man sich einen Hernes Knuckle kauft, dass er Minimum 50 Crit Damage hat und Minimum 50 Crit Rate, 30 Crit Rate, damit er auch wirklich besser ist als unser Bloody Knuckle, weil sonst zahlt man ein Schweinegeld dafür und dann merkt man am Ende, hey, ich habe sogar weniger Crit Rate mit dem neuen Knuckle und das wäre natürlich echt blöd. Also da, wie gesagt, ein bisschen drauf achten. Beim Lucagas Crystal Knuckle kann das, glaube ich, auch noch passieren, aber nur bei der Crit-Rate. Also muss man lediglich darauf achten, dass die Crit-Rate mindestens bei 30 ist. Also Lucagas Crystal Knuckle ist, was das angeht, schon mal ein kleines bisschen besser, aber auch nochmal teurer. Ja, und zu guter Letzt sind wir beim Schmuck. Da habe ich ja vorhin auch schon, wie gesagt, mehrfach angeteasert. Wenn ihr Dex braucht, dann empfehle ich euch definitiv Dexions zu nehmen. 2 Dexions plus 1 geben euch schon 20 Dex. Wenn ihr das macht, plus den Dex Cloak tragt, habt ihr 28 Dex nur dadurch und sollt in der Regel mit maximal Cannonball und euren Grundstats eigentlich auf diese 77 Dex kommen. Vor allem, wenn ihr zusätzlich noch einen Ancient Shield oder sowas tragt, dann sowieso, weil dann habt ihr die zusätzlichen Stats durch das Schild und dann müsste das mit 77 Dex eigentlich ohne Dex zu statten kein Problem sein. Das heißt, die 100% Attack Speed sollten eigentlich ihr geringstes Problem sein, als angehende Build-Poster. Und ja, ansonsten, wenn ihr das schon habt, also wenn ihr keine Dex-Probleme habt wegen AG Knuckle oder keine Attack-Speed-Probleme, wie auch immer, dann einfach 2-mal Strente, 2-mal Mightier und eine HP-Necklace. Das heißt, grundsätzlich tragt ihr STR-Ringe, so hoch wie möglich, zusätzliche Schadens, Ohrringe, Mightier oder Demoll, so hoch wie möglich, und halt eine HP-Necklace oder Puran-Necklace von der Dekans Mine Quest. Also da würde ich mir jetzt nicht so sehr drauf stürzen auf die Necklace, dass ihr da so viel Geld investiert. Aber ja, auf jeden Fall STR, Zusatzschaden und HP ist wohl die Combo, die die meisten Leute wählen werden. Und zu guter Letzt haben wir dann noch die Schilde. Habe ich es ja gerade schon angesprochen mit den Alle-Stats-Bonus. Also die Low-Level-Shields würde ich persönlich ignorieren, die sind nicht so wichtig. Das erste Shield ist wirklich interessant, das ist das Ancient Shield. Es gibt Alle-Stats plus 4, Level 57. Sollte nicht sehr teuer sein, sollte auch relativ einfach zu finden sein. Shield of Ivalice ist das kleine Upgrade davon. Würde ich persönlich ignorieren, ist meistens ziemlich overpriced, auch weil es schon gesocketet ist oder einen guten Bonus drauf hat, den ihr als 1v1-Build-Poster grundsätzlich eigentlich nicht wirklich braucht. Und ja, gibt halt nur alle Stats plus 1 mehr und ein kleines bisschen Def, also es lohnt sich definitiv nicht. Das nächste Schild, das ihr euch holen wollt, ist definitiv das Azur-Schild. Das ist ziemlich cool und danach müsste eigentlich noch, achso, da unten ist es genau, wollte schon sagen, das Azur-Schild, das ist auch relativ günstig, relativ einfach zu bekommen, gibt nochmal alle Stats höher und ein bisschen Def-Bonus. Danach kommt das Korallschild, da denkt man jetzt, ist ja auch ein grünes Schild, ist bestimmt auch easy zu bekommen. Das ist tatsächlich extrem teuer, beziehungsweise ist das einfach ultra selten. Also man kann es da bei normalen Monstern droppen, aber das passiert so gut wie nie, weil die Drop-Chance bei unter 0,0001 liegt, glaube ich. Also extrem selten, droppt wie gesagt so gut wie niemals. Eigentlich nur bei Giants wirklich zu droppen. Und die ultimative Schild 1v1-Kombo wäre dann das Lucagas Crystal Shield mit alles Stats plus 10, Crit Chance plus 5, Crit Damage plus 5. Allerdings ist das, wie der Lucagas Crystal Knuckle, sieht man hier auch schon in Rot. Das einzige Schild, das einen roten Namen hat, neben dem Tank Shield. Ja, extrem schwierig zu bekommen, extrem selten, extrem teuer. Ist das ultimative 1v1-Schild ab Level 150,
aber ja, eben nur mit dem nötigen Geldbeutel zu finanzieren. Für die Empfehlung, was den Bonus auf dem Schild angeht, man kann ja einen Bonus auf dem Schild haben, zum Beispiel Blockrate Plus. Also da ist es, wie gesagt, das 1v1-Bildposter euch überlassen, was ihr da haben wollt. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ihr könntet Schaden zurückwerfen, also Schadensreflexion nehmen. Ihr könnt Blockrate nehmen für die beste Verteidigung vermutlich. Ihr könnt Elementwiderstand nehmen. Wenn ihr zum Beispiel bei Wassermonstern kämpft, könnt ihr dann Wasserwiderstand nehmen oder sonst was. Aber ist letztendlich nicht so wichtig, weil es gibt euch nur defensive Werte, niemals offensive Werte. Und deswegen kann auch einfach gar nichts drauf sein, weil es einfach nicht so ultra wichtig ist für einen 1v1-Bildposter. Und das schließt unseren Bildposter-Guide ab. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen zu erwähnen. Falls doch, wie gesagt, schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Und ansonsten sage ich nur viel Spaß mit eurem Bildposter. Lasst euch nicht irritieren, was andere Leute von eurer Wahl der Klasse halten. Spielt einfach das, worauf ihr Spaß habt. Bildposter ist auf jeden Fall eine der ikonischsten Klassen von Flive Universe, meiner Meinung nach, beziehungsweise von Flive generell natürlich. Da einfach mit einem Knuckle und mit einem Schild zu kämpfen. Also Bildposter, finde ich, füllt immer so ein bisschen die Rolle des Klerikers aus in anderen MMORPGs, weil er kann alles, also er kann supporten, theoretisch zumindest. Er kann heilen, er kann buffen, er kann sich selbst unterstützen, er hat Debuffs, also er ist so eine All-in-One-Combo, ja. Also er kann auch AOEen tatsächlich in 2 verschiedenen Formen mit Stärke, also Assist AOE, Burst Crack oder mit Intelligenz und Magiebeschleunigung als Bildposter. Also er wäre wirklich wahrscheinlich so dieser Kleriker, den es in anderen vielen oder in sehr vielen Spielen gibt. So eine Mischung aus mehreren Sachen. Genau, und ich finde ihn da einfach schon grundsätzlich ziemlich cool. Wie gesagt, sehr ikonisch mit dem Knuckle und so. Ja, und ansonsten kann ich einfach nur sagen, danke euch fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Flive Universe Video wieder. Wenn ihr weitere Fragen habt, schaut auch gerne im Livestream vorbei. Twitch-Link ist in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.